Hallo, heute ist Mittwoch, der 3. Juni 2020. Happy Pride! Ja, es ist mal wieder soweit und wie jedes Jahr mache ich auch diesmal wieder ein Video zum Thema Pride oder Queer. Und letztes Jahr ging es ja darum, was es so für verschiedene Flaggenmotive gibt und was es damit so auf sich hat. Aber ich bin nicht weiter ins Detail gegangen, was sich hinter den verschiedenen Flaggen oder ja, Subcommunities so verbirgt. Und prompt wurde ich in den Kommentaren gefragt, ob ich darüber denn mal so ein Video machen kann, was es denn da so für Subcommunities gibt, die sich unterm Regenbogen tummeln. Das ist also das Video des heutigen Tages und selbstverständlich erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit meiner Aufzählung, denn es gibt einfach wahnsinnig viele Subcommunities und ständig werden neue Labels aus dem Boden gestampft. Wie alles Menschliche befindet sich auch die Regenbogen-Community in ständigem Wandel und da kann ich nur einen oberflächlichen Einblick geben. Ganz allgemein gesprochen versammeln sich unterm Regenbogen allerlei verschiedene Menschen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie in bestimmten Eigenschaften vom Bevölkerungsdurchschnitt abweichen. Und diese abweichenden Eigenschaften beziehen sich auf Geschlechtlichkeit und/oder auf Sexualität. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu kategorisieren, damit man einen besseren Überblick bekommt. Die erste große Kategorie ist die sexuelle Orientierung. Die Mehrheit der Bevölkerung bevorzugt nach eigener Aussage nur eine Person für eine romantische Beziehung, deren Geschlecht nicht dem eigenen entspricht. Das nennt man also Heterosexualität. Die abweichenden Alternativen sind halt alle anderen Möglichkeiten, als da wären Homosexualität, wenn Menschen nur Partner bevorzugen, deren Geschlecht dem eigenen entspricht. Bisexualität, wenn sie sowohl Menschen des eigenen als auch anderen Geschlechtes attraktiv finden. Polysexualität, wenn jemand neben Frauen und Männern auch Menschen nicht-binärer oder anderweitiger Identitäten attraktiv finden. Mehr dazu später. Pansexualität, wenn eine Person das Geschlecht am anderen völlig egal ist und sie stattdessen auf ganz andere Charakteristiken bei der Partnerschaft achtet. Da gibt es sogar weiterführende Begriffe für alternative Präferenzen bei der Partnerwahl, beispielsweise sapiosexuell für Menschen, die Intelligenz an anderen Menschen entscheidend finden, aber diese werden nicht explizit als Teil der Regenbogen-Community betrachtet. Asexualität, wenn Menschen überhaupt kein sexuelles Interesse an anderen Menschen zeigen. Artverwandt dazu ist auch Aromantik, wenn Menschen vielleicht schon sexuell an anderen Menschen interessiert sind, aber keine romantischen Beziehungen haben wollen. Zwischen Interesse an anderen und gar keinem Interesse an anderen gibt es natürlich noch viele Abstufungen. Die Welt ist schließlich nie bloß schwarz-weiß, weshalb es eine eigene Subcommunity gibt, die auch noch passenderweise Grauasexualität heißt. Da hinein fallen alle Menschen, die nicht immer sexuelles Interesse haben. Beispielsweise die Demisexualität, bei der Menschen meist kein sexuelles Interesse haben und dieses in ihrem ganzen Leben auch nur zu ganz wenigen Personen überhaupt entwickeln. Konsequenterweise gibt es das Gleiche für die Aromantik auch. Auch hier unterscheidet man noch einmal Demiromantik, wenn Menschen meist kein Interesse an romantischen Beziehungen haben. Zu guter Letzt geht es noch um die Eigenschaft, dass die Mehrheit der Menschen nur Beziehungen zu einer anderen Person unterhalten. Bei der Polyamorie werden sexuelle oder Liebesbeziehungen mit mehr als einer Person bevorzugt. An dieser ersten Kategorie sehen wir schon einige Dinge, die ziemlich charakteristisch sind für die Regenbogen-Community. Zum Beispiel: Keine Subcommunity ist klein genug, um nicht in noch viel mehr kleinere Sub-Communities zerhackt zu werden. Definitionen von queeren Begriffen, die beginnen mit den Worten XYZ ist ein Sammelbegriff von, gehören praktisch zum Running Gag. Auch sehr typisch, die Definitionen der Label sind manchmal ziemlich vage gehalten und werden nochmal individuell ausgelegt. Das heißt, dasselbe Label wird von verschiedenen Leuten auch nochmal unterschiedlich empfunden oder beschrieben. Ein sehr anschauliches und aktuelles Beispiel ist die Bisexualität. Die wird von manchen bisexuellen Menschen nämlich so beschrieben, dass sie Frauen und Männer lieben. Punkt. Es gibt aber auch andere bisexuelle Menschen, die fühlen sich hingezogen zu Menschen, die ihrem Geschlecht angehören, aber auch zu Menschen, die nicht ihrem Geschlecht angehören. Das klingt jetzt sehr nach Korinthenkackerei, aber die letzte Definition schließt beispielsweise auch Menschen mit ein, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren. Die geht also eher so in die Richtung Polysexualität. Nur Polysexualität kennt halt kaum jemand und Bisexualität hat man schon mal gehört. Gehen wir mal weiter zur nächsten Kategorie, denn die sexuelle Orientierung ist zwar die prominenteste, aber bei weitem nicht die einzige Kategorie unterm Regenbogen. Es gibt noch die geschlechtliche Identität.
Die Mehrheit der Bevölkerung identifiziert sich vollständig mit dem Geschlecht, welches ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das nennt man Cisgender. Abweichende Alternativen sind Transgender, wenn Menschen sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, als ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Auch hier gehen die Definitionen auseinander. Manche unterscheiden nur zwischen männlich und weiblich, andere schließen auch mehr Varianten mit ein. Zum Beispiel nicht-binär, wenn Menschen ihre Identität jenseits von Frau und Mann verorten. Das war jetzt wieder ein Sammelbegriff. Nun kommen Schlagworte, die in die Kategorie nicht-binär hineinfallen könnten. Zum Beispiel Agender, wenn Menschen sich mit gar keinem Geschlecht identifizieren können. Bigender, Trigender oder Polygender, wenn sich Menschen mit 2, 3 oder vielen Geschlechtern identifizieren können. Demigender, wenn sich Menschen lediglich teilweise mit einem anderen Geschlecht identifizieren. Klanglich verwandt dazu auch Demiboy und Demigirl, wenn sich eine Person teilweise als männlich bzw. weiblich identifiziert. Androgyn, wenn die Identität sowohl männlich als auch weiblich ist. Genderfluid, wenn die erlebte Zugehörigkeit sich mit der Zeit verändert. Ein schöner Sammelbegriff, aha, da ist der Running Gag schon wieder, ist auch Genderqueer, für alle Menschen, die einfach nicht der Norm der binären Geschlechtereinteilung entsprechen. Das kann sich sowohl auf die geschlechtliche Identität als auch auf das Erscheinungsbild beziehen. Rund um die nicht-binären Identitäten gibt es übrigens noch mehr Begriffe, die ich aber entweder nicht genau kenne oder ich nicht genau weiß, wie ich die voneinander unterscheiden kann oder die vielleicht auch so unbekannt sind, dass sie hier nicht nennenswert zum Erkenntnisgewinn beitragen können. Es gibt aber noch eine dritte Kategorie, die sich weder um sexuelle Orientierung noch um Identität dreht, sondern um körperliches Geschlecht. Die Mehrheit der Bevölkerung ist körperlich mehr oder weniger eindeutig als männlich oder weiblich einzuordnen. Die abweichende Alternative dazu lautet Intersex. Wenn jemand bei der Geburt aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht eingeteilt werden kann oder wenn sich bei dessen Leben herausstellt, dass das ursprünglich angenommene Geschlecht gar nicht stimmt. Da ist also der Körper schlichtweg völlig uneindeutig. Mehr Subcommunities gibt es in dieser Kategorie erstmal nicht, also noch nicht. Die letzte Kategorie ist so, ich sag mal so halboffiziell, denn es ist gar nicht so richtig klar oder einigermaßen umstritten, ob diese Kategorie überhaupt zum Regenbogen dazugezählt werden sollte. Aber allein dadurch, dass sie durch 50 Shades of Grey verhohnepiepelt worden ist, finde ich, hat sie eigentlich schon unsere Solidarität verdient. Es geht nämlich um sexuelle Vorlieben. Die Mehrheit der Bevölkerung ist beim Ausleben ihrer Sexualität relativ zahm und wenig bizarr. Man sagt dazu auch Vanilla, weil Vanille einfach die beliebteste Eissorte der Welt ist. Abweichend davon gibt es beispielsweise die BDSM-Szene, wo es also um Spielarten mit Fesseln, Disziplinierung, Dominanz und Unterwerfung oder Elementen des Sadismus und Masochismus geht. Das ist jetzt wieder ein Sammelbegriff für alle Vorlieben, die irgendwie kinky sind. Zum Beispiel zählt hinzu, die optisch sehr ähnliche Pride-Flagge verrät es ja schon, die Vorliebe des Puppy-Play. Also wenn Menschen sich Masken und Kostüme von Hunden oder anderen Tieren anziehen und das in ihre sexuellen Fantasien mit einbeziehen. Sehr eng verbandelt dazu ist auch der Latex-Fetisch, bei dem es einfach um den Reiz des Materials selbst geht. Die gesamte Fetischszene hat eigentlich ihr komplett eigenes Reich an Spielarten und Subcommunities, die nur außerhalb der Szene nicht sonderlich bekannt sind. Aber da es viele Leute aus der Queer-Community gibt, die auch in der Fetischszene unterwegs sind, werdet ihr beim Christopher Street Day diese Pride-Flaggen früher oder später sowieso zu Gesicht bekommen. Also außer dieses Jahr. Ein Coronavirus-Witz pro Video ist ja erlaubt. Und wo wir gerade von Flaggen sprechen. Ja, wie ihr eben gesehen habt, hat jede der genannten Subcommunities ihre eigene Flagge oder ihr eigenes Symbol. Manche haben sogar mehrere gleichzeitig, weil parallel zueinander verschiedene Motive entworfen oder benutzt worden sind. Und ja, jedes dieser Flaggen oder Symbole ist eine Art Visualisierung des Begriffs an sich. Also die Farbgebung oder die Darstellung ist da auch genau durchdacht. Und jede der Flaggen trägt den Namen irgendwas Pride. Weil Pride eben ein englischer Begriff ist, den man übersetzen kann mit so Zusammenhalt oder Selbstbewusstsein. Weil das sollen sie uns am Ende sagen. So wie wir sind, sind wir gut. Und das seid ihr eben auch. Ihr alle. In diesem Sinne, Happy Pride!